Thorsten Becker, Sie investieren in US-amerikanische Small- und Mid-Caps, ein Segment, das jüngst auf ein neues Allzeithoch gemessen am Russell 2000 gestiegen ist. Wie ist momentan das allgemeine Anlegersentiment in diesem Segment? Ja, wir denken generell sind Investoren noch recht positiv eingestellt auf die kleinen und mittelgroßen Werte in den USA. Das hat damit zu tun, dass das Wirtschaftswachstum doch recht deutlich angestiegen ist. Besonders in den letzten 6 Monaten hatten wir jeweils 3% im zweiten und 3% im dritten Quartal. Also gutes Wachstum, und das war unter Berücksichtigung der 2 starken Hurricanes, die wir gesehen hatten, die doch Houston und Florida beeinträchtigt haben. Und daher hatte man eigentlich erwartet, dass es potenziell etwas schlechtere Wirtschaftszahlen gibt. Aber die Daten sind eigentlich sehr gut, und besonders im Binnenmarkt ist die Wirtschaftslage sehr positiv, und das ist natürlich besonders gut für die kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Jetzt ein Fondsmanager ist gewissermaßen auch immer ein bisschen Berufsoptimist, aber die Bewertungen bei den Aktien sind ja mittlerweile historisch sehr hoch. Wie machen Sie Anlegern dieses Segment immer noch schmackhaft? Wir denken, die höheren Bewertungen, die es natürlich jetzt gibt, nach 7, 8 Jahren Expansionsphase im US-Markt, sind trotzdem immer noch gewährleistet, da auch die Wachstumserwartungen recht gut sind. Wir haben uns das genau angeschaut. Für den Russell 2500 stehen wir ungefähr bei 20-fachen PI-Wert für nächstes Jahr. Auf der anderen Seite zeigt er aber auch die besten Wachstumsraten, auch ungefähr 20% Wachstum für 2018. Also sehr deutlich besser als viele andere Märkte, und daher auch gute PI-Werte. Man muss dazu auch sagen, dass im Vergleich zu vielen anderen Märkten der Russell 2500, die kleinen und mittelgroßen Unternehmen besonders, charakterisiert werden von wachstumsstarken Firmen, innovativ starken Firmen im Vergleich zu, sage ich mal, mehr reiferen Märkten und sehr kapitalintensiven Märkten, wie wir es oft in Europa sehen. Jetzt in diesem Jahr ist eben der Russell 2000 bleibt hinter dem breiten Aktienmarkt zurück und gilt gleichzeitig auch immer so ein bisschen als Vorlaufindikator, auch für die gesamte US-Wirtschaft. Ja. Deutet das etwas an für die Zukunft, dass es in den USA vielleicht doch nicht so gut läuft? Also langfristig hat sich der kleine und mittelgroße Bereich, ob wir jetzt Russell 2000 oder 2500 anschauen, spielt keine große Rolle, hat sich sehr gut entwickelt gegenüber dem S&P 500, wenn Sie das auf 10 oder 20-jährige Sicht anschauen. Dieses Jahr ist er leicht zurück hinter dem S&P 500, aber es hängt natürlich sehr viel davon ab, wie jetzt die weitere Entwicklung politisch auch ablaufen wird. Ob wir zum Beispiel die Steuerreform bekommen, was die Zentralbank macht mit der Zinspolitik, und inwieweit die sehr positive Entwicklung auf dem Binnenmarkt sich weiter vorausfährt. Sie haben die Steuerreform angesprochen. Die kleinen Unternehmen, weil sie eben inlandorientiert sind, gelten als besondere Profiteure von einer erfolgreichen Steuerreform. Inwiefern sind Sie zuversichtlich, und wie könnte dieses Segment profitieren in einem Wachstumsprozent? Ja, also erstmal ganz generell muss man sehen, dass die offizielle Steuerrate von, sagen wir mal, 35%, die wird fast nur von den kleinen und mittelgroßen Firmen bezahlt. Die ganz großen Multinationalen, die haben immer wieder eine Möglichkeit, über ausländische Holdings, über Schlupflöcher, die dann doch stark zu drücken. Und da gibt es viele Firmen, die doch weniger als 10% sogar bezahlen oder nur in den Teens, sage ich mal. Das heißt also, eine Steuervereinfachung, eine Steuerreform würde besonders den kleinen und mittelgroßen Unternehmen in den USA helfen. Das andere Ziel einer Steuerreform und auch Potenzial von Infrastrukturinvestitionen in den USA sind natürlich sehr stark auf den Binnenmarkt gerichtet. Und das wiederum bevorzugt die kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die doch fast ausschließlich auf dem Binnenmarkt sich betätigen. Wenn wir von Donald Trump sprechen, wie würden Sie so aus Investorensicht ein Zwischenfazit ziehen aus seiner bisherigen Amtszeit? Ja, wenn Sie mit Leuten reden, die Trump gewählt haben, die sind sich ein bisschen enttäuscht bisher mit dem ersten Jahr, und viele von den politischen Sachen, die er versprochen hat, haben dann die politische Realität, sich mit der politischen Realität abgeben müssen, dass viele Sachen doch einfach nicht so durchdrückbar sind. Und obwohl natürlich die Republikaner das Haus und den Senat unter Kontrolle haben, sind viele Sachen nicht durchgekommen. Zum Beispiel Healthcare Reform sollte komplett abgeschafft werden. Der sogenannte Affordable Care Act von Obama sollte komplett umgeworfen werden. Aber viele Republikaner haben dann doch geschaut, wie viele ihrer
ihrer Wähler davon beeinträchtigt werden und würden ihre Versicherung verlieren. Und daher ist das dann doch nicht passiert. Das bedeutet natürlich, da ist jetzt besonders viel Druck auf Trump und noch mehr auf die anderen Republikaner im Repräsentantenhaus, im Senat. Und das ist natürlich auch unter Berücksichtigung der Wahlen, die nächstes Jahr, die Zwischenwahlen, die im Herbst nächsten Jahr kommen. Daher denken wir, dass es eigentlich jetzt besonders wichtig ist für die Republikaner, da doch noch besonders auf die Steuerreform zu drängen. Und auch so vom Ansatz der vielen Republikaner ist das leichter durchzudrücken als diese Anpassung der Healthcare. Können Sie eine konkrete Wachstumszahl nennen, falls die Steuerreform durchkommt, was dieses Segment profitieren könnte? Dass man mit so Gewinnwachstum, gibt es so Schätzungen? Schlecht habe ich ja eigentlich nichts. Ja. Würde jetzt einfach nur mehr ausdecken müssen. Okay, dann mache ich die nächste Frage nochmals zur Politik. Gibt es bestimmte Gefahren, die von der Politik ausgehen könnten, jetzt im Zusammenhang mit Mr. Trump? Man sagt ja, die Börsen sind jüngst auch wieder politischer geworden. Ja. Also viele Leute, besonders auch die eher demokratisch angehaucht sind, die haben natürlich immer wieder zeigen auf die Beeinflussnahme auf die Wahlen von verschiedenen russischen Segmenten, und es ist auch momentan gerade in den Headlines, in den Nachrichten. Viele Leute erwarten, vielleicht kommt das noch näher an Trump ran, dass man ihm da was nachweisen kann. Das würde natürlich dann größere Spannungen mit sich bringen, aber man muss auch sagen, sogenannte Impeachment Proceedings in den USA sind sehr unwahrscheinlich, weil die immer wieder vom Repräsentantenhaus und vom Senat kommen müssen, und das ist sehr unwahrscheinlich, dass die sowas machen würden gegenüber ihrem eigenen Präsidenten. Also mittlerweile also bisher ist es eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Das ist aber so die größere Sache, die da noch im Raum steht. Aber von der Wirtschaftsentwicklung sind wir eigentlich sehr zuversichtlich. Sie haben es auch zu Beginn des Gesprächs gesagt, dass es in Ihrem Segment immer noch eigentlich gute Wachstumsaussichten gibt bei den Small- und Mid-Caps. Gibt es bestimmte Titel, die Sie besonders spannend finden im Moment? Ja, wir sind generell sehr positiv eingestellt gegenüber Banken. Zum Beispiel eine Bank, die wir schon lange Zeit im Portfolio haben, ist die First Republic Bank. FRC ist der Ticker. Das ist eine Privatbank, eine Wealth Management Bank, die sich besonders in den Küstenstädten hervorgetan hat. Die hat sehr gutes Wachstum, besonders bei Mitarbeitern von Google und Amazon, und die bekommen die gleich, wenn die dort anfangen, investieren dann sehr stark und haben die dann langfristig als Kunden, wenn die Leute dann wohlhabender werden. Ganz hohe Scores für den sogenannten Net Promoter Score, das sind also Leute, die schon dort sind, empfehlen die Bank dann weiter, und die haben sehr hohe Wachstumsraten, sehr gutes Management und sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten weiterhin. Vielleicht ein Titel aus einem anderen Segment? Ja, zum Beispiel, wir denken auch, die Cybersecurity-Bereich ist sehr interessant, sehr hohe Investitionen. Wir hatten da natürlich wieder den besonders hohen Breach mit 150 Millionen bei einem von diesen Kreditunternehmen. Da werden auch weiterhin hohe Investitionen nötig. Eine Firma, die vielleicht noch nicht so bekannt ist und gerade im Small-Mid-Cap-Bereich drin ist, das nennt sich Rapid7, die ist in Massachusetts tätig, wo wir auch arbeiten. Und die spezialisieren sich besonders auf den E-Mail-Bereich. Und dort der E-Mail-Bereich ist besonders wichtig, weil ungefähr 90% von allen Intrusions kommt über den E-Mail-Bereich, aber nur ungefähr 2-3% aller Investitionen für Cybersecurity wird dort gemacht. Rapid7 hat ein sehr sophisticated, sehr zukunftsführendes System dort. Und ist führend dort und macht eine Analyse, die zeitgleich passiert. Also sehr interessantes Unternehmen, relativ klein noch nicht so bekannt, aber hat sehr hohe Wachstumsraten. Vielen Dank, Herr Becker. Ja, ich freue mich, danke.